Oh Leute, hier ist Mutensen im Urlaub und trotzdem wollte ich euch was erzählen über den aktuellen Weihnachtssale im Pico Store. Ist ein bisschen strange für mich, wenn ich jetzt an Weihnachten denke. Ja. Guckt euch mal, wo ich gerade sitze. So. Aber ihr seid zu Hause und wollt fetzige VR-Sachen machen und dafür gibt es jetzt Sachen. Der Sale geht übrigens bis zum 2.1.2023. Ihr habt also ein bisschen Zeit, müsst nicht hetzen. Es gibt ein paar Bundles, die finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen strange. Ja? Die sind immer merkwürdig zusammengestellt. Also guck mal hier zum Beispiel Stride, dann Powerbeats und dann Drum Rocks. Und so sind die alle, deswegen übergehen wir die mal und gucken uns mal die Riesenliste an. Teilweise sind die Preise übrigens bis zu 60%, aber meistens ist es so 30, 40, also reduziert. Real Fishing habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. 11 Assassin habe ich irgendwann mal auf der Playstation damals ausprobiert, war aber nicht so mein Ding. A Fisherman's Tale ist auf jeden Fall schönes Puzzle, geht aber nicht so lange, ja. Das geht so 1,5 Stunden, 2 Stunden vielleicht. Hat aber deutsche Synchro und ist sehr, sehr schön gemacht. Demio ist natürlich unfassbar. Vor allen Dingen, Demio wird ab nächsten Jahr 10 Euro mehr kosten. Die Preise sind hier übrigens in Dollar. Ihr müsst euch das im Kopf ein bisschen umrechnen. Ne? Also Demio würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Das wird im schlechtesten Fall einfach teurer und ist mit das genialste Spiel, was man überhaupt in VR erleben kann. Ja? Wenn ihr Tabletop-Rollenspiele mögt, dann absoluter Hammer. Gun Club VR, man schießt auf Pappkameraden, ist okayisch. Hier Swarm ist ein netter Action-Titel, aber auch nichts Besonderes. Racket NX, einer meiner Lieblingsspiele, absolut fantastisch. Eine Mischung zwischen, ja, man macht so Racket und dann ist es ein bisschen wie Breakout. Dazu gibt es so total geile elektronische Musik. Sehr cooles Ding. Minimoto Racing ist auch fantastisch. Mit 4 Leuten könnt ihr zusammen Rennen machen. Aus so einer Matchbox-Perspektive. Aber man kann sich auch an die Autos ranzoomen. Dann hat das sowas von Mario Kart. Ja, die Game-Mechanik ist auch ähnlich. Und es hat sogar so eine Art Mini-Rocket League-Modus. Ja, Fußball spielen im Feuer. Sehr witzig. O-Shape habe ich auch schon oft erzählt. Unter den Rhythmus-Games ist tatsächlich eins, was ich cool fand. Drop Dead Dual Strike habe ich auch mal gespielt, damals auf der Quest. Ist ein ganz netter Wave-Shooter, also einer von den guten aber. Smash Stars habe ich nie ausprobiert. Lucknauts. Lucknauts ist ein richtiger Hero-Shooter. Wirklich gutes Spiel. 20,99 ist dafür ein guter Preis. Und hier, wer es jetzt letztens Red Matter 2 geholt hat, nochmal Red Matter 1 vorher spielen oder jetzt nachträglich, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sehr guter Preisdrop. 12,99 würde ich definitiv zuschlagen. The Patcher ist eins der Spiele, das ich auch interessant finde. Ich hatte aber noch keine Gelegenheit reinzugucken. 18 Euro ist jetzt nur 30%, aber immerhin. Tal of Onogoro kenne ich nicht, beziehungsweise habe ich nicht gespielt. Ich weiß, was inhaltlich los ist. Warhammer. 9,99 ist ein echt guter Preis. Mich hat es damals auf der Quest nicht so überzeugt. Und auf der Rift habe ich es auch gespielt. Aber für 9,99 ist es okay. Ja, Dance Collider habe ich auf der Playstation mal gespielt. Ich bilde mir ein, das war mir nicht mal die 3,99 wert. Arizona Sunshine ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Ich liebe das Ding immer noch. 6 Stunden Kampagne, Zombie-Schießerei, sehr lustig. Das geht auch noch im Koop mit 2 Leuten. Und dann gibt es auch noch einen Horde-Modus mit 4 Leuten. Mehr kriegt man nicht. Das ist sehr gut. Against habe ich selber noch nicht gespielt, weil mir das immer also wie so ein Pistol mit Klon erschien und ich mochte den Grafikstil nicht. Aber wer weiß, wer weiß. Oh, hier scheint die Sonne genau am Logo durch. Das ist übrigens keine Absicht. Das ist ja witzig. Resist habe ich auf der Quest reingespielt. Das ist eigentlich ganz lustig. Es hat so ein bisschen Game-Mechaniken wie Windlands oder so. Ja, ihr hangelt euch durch die Gegend, also so fancy Parkour-like und dann erledigt man Missionen. So ganz hat es mich nicht abgeholt, aber für 9,99 finde ich, ist da genug drin. Crazy Worlds habe ich noch nicht getestet. Stride, sehr geiles Parkour-Spiel. Das wird auch ständig erweitert von den Entwicklern. Da kann ich auch zu raten. Dead Lab braucht man nicht. Sam und Max soll nicht so gut sein. Zombieland VR kenne ich ein paar Leute, die es richtig geil finden. Ist ein Shooter. Ancha 2, Hyperdrive. Ich glaube, ich habe mal Ancha 1 gespielt auf der Quest. War so okayisch. Jupiter the Great finde ich aber richtig geil. Ja, auch hier habt ihr so eine ich schwinge mich durch die Gegend Spielmechanik wie bei Windlands. Allerdings seid ihr in der Raumstation, was erstmal komisch klingt. Funktioniert aber gut. Macht echt Spaß. Super geiles Ding. Last Labyrinth habe ich auch nicht gespielt. Dead Horizon auch nicht. Ja, Endspace schwierig. Ist kein gutes Spiel. Tut mir leid. Angry Birds VR ist witzig, aber ja, da ist man auch schnell fertig mit. Ne? Also diese Sachen abschießen ist süß. Aber 10,99 Euro. Weiß nicht. Drumrocks kann ich nicht zu sagen. Arcade ist ein Titel, den würde ich mir eigentlich mal angucken. 4,99 ist vielleicht jetzt der Moment. Private Property habe ich auch noch nicht angeguckt. Nature Tracks. Ich glaube, das ist so eher so Kram. So, und ich bin echt kein Fan von hektischen Kochspielen, deswegen verzeiht mir, wenn ich
Sepp Steiner und Clash of the Chefs hier nicht speziell erwähnen kann. Squingle ist auch irgendwas Verdrehtes, kein richtiges Spiel. Realms of Eternity, das kenne ich auch nicht. Secret of Retropolis, ich glaube, da ist die komplette Grafik in Quill gemacht. Ja? Interessant, aber inhaltlich weiß ich auch nicht, was da abgeht. Master Builder Operations Zuro habe ich gespielt. The Game of the Path. Ganz chilliges Puzzle-Game. Operation Warcade. Ja, das ist von Ivanovich Games und die haben leider immer nicht so gute Qualität bei den Spielen. Genauso wie Touring Cards kann ich selten empfehlen. Ja, sogar auf kräftigeren Geräten wie der PlayStation VR war Touring Cards einfach Schrott. Tatsächlich leider. So, The Rabbit Hole Neo 2. Das ist für die Neo 2. Also würde ich von abraten. Das dürfte technologisch ganz unten liegen. Artimace habe ich nicht geguckt. Pangman ist auch von Ivanovich Games. Das fand ich sogar ganz okayisch. Apocalypse Rider, totaler Quatsch, weglassen. DESIM wurde mir immer empfohlen, habe ich aber noch nicht reingeguckt. Rainbow Reactor von unserem deutschen Entwickler, Kalemax, 6,99, guter Preis, zuschlagen. Powerbeats, Songbeater, kenne ich nicht. Star Shaman, muss ich jedes Mal schmunzeln, wenn ich das sehe. Epic Roller Coaster, diese ganzen Rollercoaster kriegen von mir nie eine Empfehlung. Die haben immer minimalste Doof-Grafik und kein Gameplay. Ja, also man sitzt in so einer Lore und fährt irgendwo hin. Muss man mögen. Food Ninja ist ein Liebling von mir, habe ich schon oft genug drüber geredet. Dragon Fist VR habe ich auf der Quest gespielt, ist tatsächlich ganz niedlich, so Karate kann man machen. Bait ist ein Angelspiel, auch von Resolution Games. Wonderglade The Fight, 2,99, kann man fast nichts falsch machen. Und Beat Blaster ist auch einer der netteren Titel von Ivanovich Games. Den finde ich, kann man mal ausprobieren für 5 Euro. Quest for Runia habe ich nicht gespielt. So, das waren sie. Das waren die ganzen Titel. Also, wenn ihr jetzt über Weihnachten Zeit habt und Lust habt, ein bisschen mit der Pico was zu machen, dann könnt ihr da reinschauen. Ansonsten habt ihr sicher mitbekommen, dass zum Beispiel Pistol mit rausgekommen ist. Aber die Rezensionen sind nicht so gut. Ja, es sollen technisch nicht so toll sein. Das werde ich mir auf jeden Fall noch angucken und euch sagen, ob sich das lohnt oder nicht. Dann noch einen kleinen Hardware-Tipp für euch auch. Ich habe es schon vor ein paar Tagen im Community-Tab gepostet. Es gibt jetzt von AMVR ein alternatives Face Gasket für die Pico 4. Ja? Also wenn ihr zu den Leuten gehört, die mit dem Stoffding nicht so klarkommen und sagen, hier, ich habe Light Bleeding oder es ist ein bisschen zu hart oder so, jetzt gibt es zum ersten Mal eine Alternative. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich habe sie natürlich noch nicht getestet, aber ich mache euch schon mal einen Link, falls ihr da ganz ungeduldig seid, dann könnt ihr da gerne was bestellen. Das ist dann übrigens auch ein Affiliated-Link, ja? Also ihr unterstützt mich damit und meinen Kanal hier. Aber ich werde das Ding natürlich, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, das ist allerdings noch ein Weilchen hin, natürlich auch mal testen. Ja, wenn ihr ganz auf sicher gehen wollt, dann wartet halt. Für die Neugierigen, die können jetzt dann direkt mal zuschlagen. Übrigens hat AVR auch so Knuckle-Grips und also ein süßes Zeug. Also lohnt sich da mal vorbeizuschauen und das Ding sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist noch ein schneller Tipp. Der Link ist hier direkt unter dem Video dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir noch mal runter, wenn ein Titel für euch dabei ist. Würde mich sehr freuen, zu sehen, was ihr so gerne spielen möchtet. Ist ja auch immer ganz interessant. Mit einem Däumchen freue ich mich auch. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und bis dann, so Mofan VR. Immer für euch da. Tatsächlich. Wahrer denn je. Ciao, ciao.